Nachdem ich eine Luftmaschenkette angeschlagen habe für mein Projekt, teilbar durch 2 plus eine mehr, kommen wir nun zur Reihe 1. Ich lege meinen Daumen auf die erste Masche und häkel zusätzlich eine Luftmasche, um eine feste Masche zu häkeln. Und gehe ab Nadel in die zweite Masche, in die untere einzelne Schlaufe hinein und häkel eine feste Masche ab. Danach kommen 2 Umschläge, nächste Masche, einstechen, Faden holen und nun ein Doppelstäbchen durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen und ein drittes Mal durch 2 Schlaufen. Es folgt wieder eine feste Masche. Und dann bildet sich ein kleiner Knubbel, ein kleiner Nupsi. 2 Umschläge, nächste Masche, einstechen, Faden holen, durch 2 und nochmal durch 2. In die nächste Masche eine feste Masche. Noch einmal 2 Umschläge, einstechen, Faden holen, durch 2 Schlaufen und nochmal durch 2 Schlaufen. Danach in die nächste Masche eine feste Masche. Und so häkeln wir nun die ganze restliche Reihe immer im Wechsel. Ein Doppelstäbchen und eine feste Masche. Und am Ende eurer Reihe solltet ihr in die letzte Masche eine feste Masche häkeln. Das war Reihe 1 und das sieht natürlich jetzt etwas chaostechnisch aus, aber das wird sich in den nächsten Reihen legen. Nun solltet ihr euch die Maschenmarkierer hinzunehmen, damit ihr immer Anfang und Ende gut erkennen könnt. Denn das ist bei diesem Muster etwas schwieriger und sicherlich für Anfänger überhaupt nicht gut, denn da passiert es schnell, dass ihr eine Masche auslasst und das Ganze schief wird. Kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen Reihe 2 mit 4 Steigeluftmaschen. Und wir hatten in der Reihe davor mit einer festen Masche die Reihe beendet. Und die Steigeluftmaschen, die 4 Stück, sind nun ein doppeltes Stäbchen, welches in dieser festen Masche drin sitzt. Also lassen wir diese Masche hier oben aus. Gehen in die zweite Masche, die zum Doppelstäbchen, zu diesem Nupsi gehört, und häkeln dort eine feste Masche hinein. Und damit wir auf dem Rückweg wissen, wo die letzte Masche ist, wo wir einstechen müssen, in die 4. Masche von unten angezählt, also in die 4. Steigeluftmasche, quasi die neben der festen Masche, dann später unsere letzte Masche hineinhäkeln. Als nächstes kommt wieder eine feste Masche. Wir machen 2 Umschläge, stechen in die feste Masche ein und häkeln dort ein Doppelstäbchen. 3 mal durch 2 Schlaufen. Danach kommt ein Doppelstäbchen, dort wieder eine feste Masche hineinhäkeln. Als nächstes die feste Masche. 2 Umschläge und wieder ein Doppelstäbchen hineinhäkeln. Und in das Doppelstäbchen wieder eine feste Masche. Und so immer im Wechsel in die festen Maschen ein Doppelstäbchen
und in die Doppelstäbchen eine feste Masche. Es kann auch mal sein, so wie hier jetzt, dass sich die Masche vom Doppelstäbchen nach hinten wegdreht. Also da müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass sie jetzt nicht so in die Masche einsticht, denn das ist nicht die Masche. Wenn ihr von der anderen Seite mal schaut, das hier ist die Masche. Die geht so ein bisschen nach hinten weg. Also ganz unspektakulär. Man merkt es aber eigentlich auch, wenn man einsticht, dass die Masche zu fest ist. Und dann sollte man einmal schauen, ob diese sich zu weit nach hinten verdreht hat. So, und am Ende der Reihe ist es am Anfang etwas schwieriger zu erkennen. Wir hatten ja eine feste Masche am Ende. Das heißt, hier ist noch einmal das Doppelstäbchen, dort kommt eine feste Masche hinein und in das letzte kommt am Ende ein Doppelstäbchen. Einfach in die feste Masche und beenden somit Reihe 2. Und jetzt kann man so langsam eine schöne Struktur erkennen. Häkeln wir noch Reihe 3 zusammen. Die nächste Reihe beginnt wieder wie Reihe 1 mit einer festen Masche. Und diese stechen wir aber direkt in die erste Masche ein. Also bei dem Doppelstäbchen am Anfang, bei den 4 Steigeluftmaschen, müsst ihr oben die erste Masche auslassen, denn die kommen ja schon aus der festen Masche. Aber die feste Masche oder die Reihe, wo die feste Masche beginnt, da müssen wir in die erste Masche stechen, damit wir keine Masche auslassen. Dann können wir uns auch dort schon direkt den Marker setzen, denn das ist ja auf dem Rückweg unsere letzte. Als nächstes kommt dann wieder eine feste Masche, dort kommt ein Doppelstäbchen hinein. Dann in das Doppelstäbchen eine feste Masche, in die feste Masche wieder ein Doppelstäbchen und in das Doppelstäbchen, welches sich hier auch wieder nach hinten gedreht hat, eine feste Masche. Und so geht es eigentlich immer nur im Wechsel. Und die nächste Reihe beginnen wir dann wieder mit 4 Steigeluftmaschen und lassen die erste optische Masche aus, denn die Steigeluftmaschen kommen ja schon bereits aus der Masche hinaus. So, und dann sieht das Ganze so aus. Und das ist das eigentliche Muster. Mehr ist es nicht. Wir wechseln immer ab. Wo ein Doppelstäbchen ist, kommt eine feste Masche hinein. Und wo eine feste Masche ist, kommt ein Doppelstäbchen hinein. Bei diesem Muster müsst ihr einfach nur darauf achten, dass ihr keine Masche auslasst, denn die festen Maschen können ganz schnell mal untergehen. Und es ist wichtig, dass ihr den Anfang immer richtig macht. Bei den Doppelstäbchen, die kommen ja bereits schon aus der festen Masche der Vorreihe, da lässt man die erste optische frei. Aber bei der Reihe mit den festen Maschen, da müsst ihr direkt in die erste optische Masche auch reinstechen, weil ihr sonst eine Abnahme macht. Und wenn ihr das alles beachtet, am besten immer direkt den Marker setzen, dann ist es auch gar nicht so schwierig. Dann bekommt ihr ein wunderschönes Muster, was aussieht wie eine grobe Frottee-Optik mit ganz vielen kleinen Nupsis. So, und jetzt werde ich ein paar Reihen häkeln, damit ihr noch seht, wie das Ganze dann aussieht. Und wünsche euch dann viel Spaß erstmal beim Ausprobieren.
zurück. So sieht es auf Fläche aus. Ich finde allein die Struktur ist schon total genial. Wir haben aber auch eine Vorderseite, das sieht man hier unten am Rand, und eine Rückseite, wo man dann so eine Kette schon durchsieht.